Ja, hallo, herzlich willkommen auf 1000 PS TV. 1000 PS heute wieder auf Bildungsreise in der KTM Motorhall in Oberösterreich. Und da schauen wir für euch, aber auch ein bisschen für uns als Eigeninteresse, wie funktioniert eigentlich so ein Motorradrahmen? Ist ja eigentlich nur ein Stück Metall. Was hat er für Funktionen? Was macht er? Wie tut er? Die Antworten darauf geben uns die KTM-Techniker und die Leute von der KTM Motorhall hier im Motorrad-Epizentrum in Oberösterreich. Naja, der Rahmen soll einerseits möglichst steif sein, damit die ganze Fuhre nicht irgendwie schwammig wird und sich aufschaukelt, muss aber in gewisser Weise doch auch eine gewisse Nachgiebigkeit haben, dass er nicht zu starr oder zu steif rüberkommt. Das ist eine unfassbar schwierige Aufgabe für die Hersteller, für die Ingenieure. Aber mittlerweile werden über 120 Jahre Motorräder gebaut. Es gibt Erfahrungswerte, es gibt Anhaltspunkte. Ich glaube, dass alle Motorräder auf Motorrädern aufbauen, die es schon gab bzw. gibt. Wir haben Computersysteme, die die Berechnungen durchführen, wie viel der Rahmen an dieser und jener Stelle aushalten muss. Wir sind da echt zurzeit im Schlaraffenland. Also es gibt kaum schlechte Rahmen, sage ich einmal. Also die gängigsten Konzepte in den Motorradrahmen sind einmal der Doppelschleifenrahmen im Offroad-Bereich. Das ist nach wie vor eigentlich das Hauptgerüst. Da kommt auch ein bisschen der Name her. Der Rahmen umrahmt praktisch den Motor. Da ist der Motor geschützt drin, es kommen wenig Biegemomente an am Motor. Das fängt alles der Rahmen ab. Ich habe da auch natürlich meine Kriterien, die ich irgendwo beachten muss. Aber mit dem Doppelschleifenrahmen, das ist ein Ding, das gibt es seit dem Ursprung der Motorräder eigentlich. Der zweite Rahmen, das ist eigentlich der Brückenrahmen, wo ich einige Anbindepunkte habe an dem Motor. Der Motor übernimmt hier die tragende Funktion auch schon. Es ist eine Kombination, wo dann der Konstrukteur und auch die Personen, die das Ganze austesten, die dann sagen, okay, hier ein bisschen mehr versteifen, dort weniger. Und das liegt dann im Gespür und im Wissen der Ingenieure, dass die das richtig umsetzen. In der oberen Klasse sehe ich eigentlich den Gitterrohrrahmen, wo der Motor eins der tragenden Teile ist. Und der ist meistens über 3 Verbindungspunkte, links und rechts natürlich dann, im Motor, also im Rahmen integriert. Und der Gitterrohrrahmen ist bei KTM neben dem Brückenrahmen einer der wichtigsten Rahmenkonzepte, die wir in der Serie auch haben. Mit einem Gitterrohrrahmen kann ich sehr spezifisch auf die ganze Konstruktion einwirken. Ich kann die Steifigkeiten beeinflussen. Ich kann das Fahrverhalten in einem gewissen Maß beeinflussen. Und es ist im Grunde eine sehr einfache Bauweise, wo ich in der Serienproduktion wenig Probleme habe, das gut umsetzen kann und doch ein exzellentes Fahrwerk rausbekomme. Bei der Super Duke, da sind wir um die 8 Kilo herum. Früher bei der RC8 haben wir es geschafft mit 7,2, 7,3 Kilo für den Rahmen. Hier ist es, muss man schon sagen, hier ist es die Kunst, die Wandstärken, die Konstruktion so abzustimmen, dass ich einfach die Festigkeiten für das Gesamtkonstrukt erreiche und trotzdem so weit wie möglich Gewicht spare und am Ende
ein gutes Bauteil, einen guten Rahmen draus bringe, der den Anforderungen entspricht. KTM verwendet in der Serie und auch im Motorsport nur Stahlrohrkonzepte. Wir greifen einfach auf jahrzehntelange Erfahrung zurück und zudem hat der Stahlrahmen, wenn man vergleicht mit dem Aluminiumrahmen, doch einige Vorteile. Das ist, wenn man die spezifischen Eigenschaften hernimmt, jedes Material hat seine Berechtigung, seinen Einsatzzweck. Aluminium, da sagt man zwar, okay, das Gewicht, es ist nur ein Drittel von dem Stahlwerkstoff, aber beim Aluminium habe ich unterm Strich eigentlich nur eine Handvoll Legierungen, die ich für so einen Einsatzzweck verwenden kann. Im Stahl, da habe ich eigentlich eine Spielwiese. Ich kann verschiedenste Materialien, verschiedenste Legierungen kombinieren. Muss natürlich auch das Know-how dazu haben und die Möglichkeiten. Aber ich sehe für den Stahlwerkstoff gerade im Rahmenbereich schon sehr viel Positives und für mich steht es ganz oben auf. Ja. Also ich glaube schon, dass es Motorräder gibt, die deswegen nicht so gut fahren, weil beim Packaging die Designer, die Produktentwickler einfach irgendwann die Techniker überstimmt haben und gesagt haben, hey, der Rahmen, den muss man da irgendwie so ein bisschen außenrum machen, dass wir hier noch Platz haben für das Teil. Und dann fehlt diesem Motorrad diese geschmeidige Perfektion, dieses geschmeidige Harmonische in den Radien. Und das ist eine ganz große Stärke, glaube ich, dieser Stahlrohrrahmen-Konzepte, weil sie offensichtlich in der Lage sind, selbst wenn es im Entwicklungsprozess irgendwie Herausforderungen gibt, da doch 2 mm mehr Platz zu machen, dass sie das in einer Art und Weise integrieren können, dass das alles sich harmonisch und fluffig anfühlt. Und das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, wie wichtig das ist, diese Verbindung von dem Lenkkopf mit dem Federbein hinten, hier das Drehmoment noch irgendwie zu integrieren. Und das merkt man einfach, wenn ein Rahmen so gemacht ist, dass das technisch perfekt funktioniert, oder wenn der Rahmen einfach dann am Ende reingesteckt worden ist, um das alles zusammenzuhalten, dass nicht auseinanderfällt und dass das Packaging noch funktioniert, was tatsächlich bei günstigen Einsteigermotorrädern manchmal der Fall ist. Da gibt es Baukastensysteme, wo man aus einem Rahmen 5 verschiedene Modelle machen muss und dann ist es ein Naked Bike, dann ist es ein Supersportler und schieß mich tot und dann verliert man irgendwie dieses harmonische Gefühl. Ja. Und das offensichtlich ermöglicht der Stahlrohrrahmen hier eine kurze Entwicklung, einfache Adaptierungen und dann hat man diese Harmonie, die man schätzt im Sattel. Wir sind so gewohnt. Wir denken irgendwie ein bisschen quer. Wir sind irgendwie so Inviertler Sturschädeln, würde ich sagen, und sagen, warum nicht auch ein Stall? Wir haben über die Jahrzehnte uns spezialisiert und wahnsinniges Know-how mit Stall, Rahmen, Stallchassis angeeignet. Und sind kritisiert worden, warum wir das machen und warum wir es anders machen, aber im Endeffekt hat es jetzt gezeigt, dass wir eigentlich genauso am richtigen Weg sind, wenn nicht am richtigen. Es kommt jetzt dazu, dass durch diese ganzen modernen, neuen Fertigungsverfahren, also das Fachwort ist additive Fertigung, im Volksmund sagt man drucken, wir die Möglichkeit haben mit Stahlteilen, tun sie uns immense neue Möglichkeiten auf, um diese Teile ganz speziell zu gestalten, mit variablen Wandstärken und Verstärkungsstrukturen innen drin, in die Rohre, in die Profile. Und das hilft uns natürlich jetzt sehr. KTM ist sicher zu einem späten Zeitpunkt in die GP eingestiegen. Wir greifen halt schon auf jahrzehntelange Erfahrung im Stahlbereich zurück. Und wie schon erwähnt, im Aluminium, da habe ich eine Handvoll Legierungen, die ich verwenden kann. Im Stahlbereich, da greife ich ins Volle und kann mir das aussuchen im Prinzip. Wenn man das anschaut,
wie die Aluminiumrahmen, welche Größe, welches Bauvolumen diese benötigen, so bin ich eigentlich mit dem Stahlrahmen schon auf der besseren Seite. Das ist meine persönliche Meinung. Im Aluminium kann man vielleicht auch sagen, da sind rein von den Festigkeiten her, muss ich die Konstruktion so auslegen, dass ich die Kräfte komplett anders verteile. Ich verschwende Platz, wo ich mit einem hochfesten Stahlrohr einfach bei geringem Bauraum den gleichen Zweck erfülle. Ja, diese MotoGP-Erfolge, ich glaube, wenn die sich nicht bald eingestellt hätten, dann wären da die Leute so unter Druck geraten, dass sie möglicherweise den Weg geändert hätten. Weil es ist so, die waren da so unter Druck, die standen so unter Kritik, dass sie als Einzige auf diesen Stahlrohrrahmen gesetzt haben. Also bin ich echt froh, dass da jetzt ein Sieg geglückt ist, dass man sagt, okay, das ist möglich, hier Top-Performance abzuliefern. Weil es ist, glaube ich, schlecht für die ganze Branche, wenn alle das Gleiche machen, sondern es ist auch aus meiner Sicht gerade im Rennsport wichtig, dass da ein Kampf der Konzepte ist, dass man überall Erfahrung weiter sammelt, weil schlicht und ergreifend diese Flexibilität von so einem Stahlrohrrahmen, das ist auch für uns Kunden ein großer Vorteil, dass die Weiterentwicklung schlicht und ergreifend günstiger ist. Wenn das nächste Motorrad, wo man wieder irgendein Modul für irgendein neues Abgasding dran passen muss, die Weiterentwicklung nicht 2 Millionen kostet, sondern nur 200.000, weil ich da einfach das eine Teil von dem Stahlrohrrahmen einfach irgendwie anders gestalten kann, dann ist es für uns ein echter monetärer Vorteil. Und wenn die das im Rennsport nicht lernen, dann können sie das für uns auch nicht machen. Also top, dass sich da unterschiedliche Konzepte bewähren im Rennsport, das kann für uns nur vom Vorteil sein. Ein Bremsmanöver ist sicher eins von den härtesten Belastungen für das Motorrad, gerade im Steuerkopfbereich. Hier reden wir sicher von Kräften um 1 Tonne oder mehr herum. Es drehen auch Biegemomente auf, eine große Adventure. Da sind wir sicher auch bei 4000 Newtonmeter irgendwo und das muss natürlich abgefangen werden. Hier liegt es auch wieder in der Konstruktion dann. Also die Konstruktion mit Berechnung, das geht einher. Das muss immer abgestimmt werden. Ich muss ständig hier eine Schleife ziehen, einen neuen Loop und immer wieder das Beste rausholen bei möglichst wenig Materialeinsatz. Grundsätzlich ist da das ganze Motorrad im Einsatz. Es ist jetzt auch nicht so, speziell bei der Gabel kann man sich vorstellen, dass das nur in dieser Gabel, in der Einfederrichtung, diese Untergründe, diese Schläge, diese Unebenheiten aufgenommen werden, sondern da wird auch sehr viel in die Flexibilität der Gabel reingearbeitet. Und das setzt natürlich bis in den Rahmen über die Brücke, über die Gabelbrücke fort. Gleiches jetzt am Hinterrad, da ist es genauso. Dieser Input, der da gegeben wird, geht halt auch vom Federbein oder von der Schwinge übers Federbein in den Rahmen mit hinein. Das heißt, das muss man da immer als Gesamtsystem betrachten. Wir unterscheiden 3 Hauptarten, also den Longitudinal Flex in der Längsrichtung, der ist wichtig beim Bremsen, den Lateral Flex, das ist seitlich, wie sich das Motorrad seitlich verbiegt, und die Torsion, wie sie sich verdreht. Wir haben natürlich Werte dafür, weil wir haben Steifigkeitsprüfstände, wo wir Komponenten, nicht nur Rahmen, sondern auch Gabeln, Schwingen, alles Mögliche aufspannen und dann verbiegen und dann die Kraft messen, die notwendig ist, und die Auslenkung messen und auch wie sie sich verbirgt. Ja, ich muss sagen, dass mir das nur bei den Offroad-Dingern gelungen ist. Die ersten Japaner, die gekommen sind da mit diesen Alubrückenrahmen, das hat sich aus meiner Sicht nicht harmonisch angefühlt. Das war einfach ein Klumpen Metall unter dir, den du da irgendwie über die Bodenwellen geprügelt hast und wo nie das Gefühl für Traktion aufgekommen ist. Und das war irgendwie das Erstaunliche, weil ich bin nie schnell gefahren im Offroad. Das war immer nur Passion und Zähigkeit. Aber selbst bei meinen niedrigen Geschwindigkeiten, die da gefahren bin auf der Motocross-Strecke, habe ich gemerkt, dass
dass da, wenn da nicht ein Flex da ist, du nicht spürst, wie viel Traktion da möglich ist. Dann war das ganz ein hölzernes, festklumpiges Gefühl. Du sitzt einfach auf einem Klumpen Metall und that's it. Das war merkwürdig. Aber natürlich hat sich das in den letzten Jahren ja auch toll weiterentwickelt. Ja, beim Rahmen ist so, das ist zum Beispiel ein Bereich, ich weiß nicht, wie lange ich mache jetzt die Testerei, 25 bis 30 Jahre, das glaube ich, das spüre ich nicht. Das ist ganz ehrlich. Ich weiß, dass es dort, eine Zeit lang hat es geheißen, die müssen möglichst steif sein. Dann ist es mit dieser Steifigkeit ist ein bisschen abhanden gekommen und sie haben gesagt, sie müssen in einem gewissen Bereich also so eine Flexibilität haben. Das kann ich alles glauben und verstehen, aber das kann ich nicht spüren. Und was zum Beispiel für mich damals ganz dramatisch war, wie diese österreichische Firma Carbotec. Der hat ja Wahnsinn, was der mit Carbon aufgeführt hat, der Carbon Kali. Und der hat irgendwann für einen 916er einen Carbonrahmen gebaut. Und da haben wir uns gedacht, na gut, das ist der steifste Rahmen, den es gibt, das ist der leichteste Rahmen, den es gibt, und den werden sie sofort in der MotoGP einsetzen. Nein, das haben sie nicht gemacht, weil sie einfach mit diesem Rahmen nicht zurechtgekommen sind, weil der offensichtlich, das ist dann wahrscheinlich zu schwierig zu adaptieren und zweitens einfach zu steif. Und dieses Vollsteife, das darf so ein Rahmen auch nicht haben. Und wenn jetzt eine Maschine bei mir wackelt, dann glaube ich in erster Linie noch entweder, das kommt von hinten, vom Federbein oder keine Ahnung, von der Schwingenaufnahme oder habe ich überhaupt zu wenig Luft im Reifen. Aber dass ich das dem Rahmen zuordnen könnte, die Fähigkeit habe ich nicht. Habe ich auch nie gemacht. Das muss sich bewegen, das muss sich verbiegen, das muss dann dieser Ausdruck flexen. Es muss sich in die einzelnen charakteristischen Vorsituationen, ob es jetzt Anbremsen ist, wir sagen Straight Braking, Trail Braking, wenn es dann schon am Kurveneingang geht und das Motorrad quer kommt, wenn es dann ein Corner Entry ist, wenn es dann im Apex ist, im Scheitelpunkt und wenn es dann in der Pickup-Phase ist, wo man es wieder aufrichtet und die Traktion aufbaut, immer anzeigen. Und es muss sich in jeder Vorsituation im richtigen Maß und in der richtigen Richtung verbiegen, damit man die Kurven mit so einem Bike, mit dem Grip, dann optimal schafft. Dieses Turning, dieses berühmte, kommt zu einem großen Teil auch über diesen Flex im Fahrzeug. Das wirkt wie eine Lenkung eigentlich. Einfach erklärt wieder ein Skateboard. Ein Skateboard ist nichts anderes wie eine biegsame Platten mit vorn und hinten Rädern, die ein Gelenk haben. Und sobald man das Skateboard auf die Seiten schwenkt und durchbirgt, erzeugt das eine Geometrie, dass das Skateboard am Bogen fährt. Das ist eigentlich genau das, was auf so einem Motorrad passieren muss. Schwierig ist dann, diesen richtigen Amount zu finden, also die richtige Menge von diesem Flex, dass es noch stabil bleibt, das Motorrad trotzdem. Und den Fahrer das zurückmeldet, dass er damit umgehen kann. Der Heckrahmen ist sicher ein genauso wichtiges Bauteil wie der Rahmen selbst. Der wird genauso berechnet, da sind enorme Kräfte auch drauf, weil die Frage schon aufgetaucht ist, Aluminium und Stahl im Heckrahmen zum Beispiel. Da gibt es beide Varianten. Es gibt gerade im Gussbereich haben wir da sehr viele Möglichkeiten, den Heckrahmen zu gestalten und die ganzen Kräfte, alle Anbauteile richtig zu positionieren. Und der Heckrahmen gehört sicher zu den wichtigsten Bauteilen auch. Von den Funktionen ist natürlich einmal das Element, das die Koffer trägt, für den Sozius, für natürlich Lichtträger, also Blinker, das ganze Elektronikzeug kommt darunter. Im Grunde es ist wie eine Kette, also das eine funktioniert ohne das andere nicht. Man muss anders arbeiten, weil so ein Bike ein Racebike ist, das von Fahrern bewegt wird, die eigentlich Außerirdische sind. Auch der Letzte am Start, am Grid
ist ein Außerirdischer. Und Fahren von einem MotoGP-Bike hat eigentlich wenig mit normalen Motorradfahren zu tun. Das ist eigentlich ein kontrollierter Crash von Anfang der Kurven bis wieder auf die nächste Gerade auszupowern. Ständig am Limit. Man sieht es in der Superzeitlupe in diese Fernsehaufnahmen, wie die hinten rutschen, dann über alle zwei Rad im Apex rutschen. Und deswegen muss das Motorradl auch so sein, dass es diesen Fahrern Feedback gibt und anzeigt, Vertrauen gibt, ganz wichtig. Und das ist sehr schwer zu erzeugen. Das kann man eigentlich kaum über einen wissenschaftlichen Weg, über einen wissenschaftlichen Ansatz machen. Da ist auch viel Erfahrung dabei und das haben wir uns halt in den letzten Jahrzehnten über Motocross, über Rallye und dann über Road Race einfach angeeignet. Also alle anderen normalen Motorradfahrer können halt nicht dieses Entwicklungsfeedback geben und nicht diese Datenfülle sammeln, wie es diese MotoGP-Teams machen. Die sammeln dort halt viele Daten, viele Erfahrungen in einem ganz heftigen Grenzbereich und das ist Entwicklung. Das ist einfach Entwicklungsdaten, die da auf den Servern von KTM rumschlummern und wenn dann irgendwann ein neues Motorrad gestaltet wird, entwickelt wird, dann wird man hoffentlich dann auf diese Excel-Tabellen zugreifen und schauen, okay, lass mal schauen, was die Typen da gemacht haben. Vielleicht können wir uns da ein paar Kleinigkeiten daraus abschauen. Nicht alles, aber Komponenten aus diesem Entwicklungsprozess kann man sich immer abschauen. Die Entwicklung von einem Rahmen, das geht ganz weit vorne ein. Da gibt es einen Design-Sketch, dann gibt es verschiedenste Einmeldungen, was das Fahrzeug können muss, für welchen Zweck soll es ausgelegt sein. Und daraus, aus diesen ganzen Umgebungsbedingungen, gibt es einmal ein Grundgerüst und auf dem baut der Rahmen dann auf. Es ist natürlich immer ein Miteinander, also ich kann nicht einfach den Rahmen entwickeln und hinstellen und sagen, da macht's, baut einen Motor rein. Es gibt da immer Absprachen, immer ständig ein Commitment mit den anderen Gruppen bzw. mit den ganzen Teilen, die da eingebaut werden. Ich glaube, da wird ziemlich viel kommen. Also das ist eigentlich 1:1 übertragbar auf ein Serienmotorradl. Total. Also, natürlich sind wir immer voraus da in diesen Konzepten und es bringt auch für einen Straßenfahrer einen Effekt. Also, obwohl man sich auf der Straße natürlich nicht so am Limit bewegt, aber der Effekt von dieser ganzen Philosophie kommt dem Straßenfahrer sicher zugute. Er wird das spüren. Es wird das Motorradl, das Serienmotorradl X in 3, 4, 5 Jahren verbessern. Also das ist ja auch bei uns Prinzip. Wir haben und bauen auch nach wie vor in dem MotoGP-Projekt wahnsinniges Know-how auf. Das ist eigentlich ein ganz großer Wert. Das kostet irrsinnig viel Geld. Und das, was die meisten Leute sehen, ist die Wirkung nach außen. Sind wir beim Rennen erfolgreich oder nicht? Gewinnen wir oder fahren wir hinten nach? Was passiert? Das ist das eine. Aber der Effekt, dass wir da tolles Know-how aufbauen und auch austauschen mit der Serienentwicklung. Wir arbeiten eng mit der Serienentwicklung zusammen, weil die eigentlich tolle Möglichkeiten, was Prüfstände betrifft, haben. Und das Wissen geht in beide Richtungen. Und das ist eigentlich ein unbezahlbarer Wert. Ich weiß nicht, es gibt auf dem Globus, 300, 400, 500 Motorradhersteller, wenn man die ganzen chinesischen und indischen und wo es überall sind, zusammenzählt. Und wenn ich richtig zähle, trauen sich nur 6 MotoGP fahren. Also 6 von diesen paar hundert haben die Technologie und das Know-how, dass sie es machen. Und das ist eigentlich ich glaube, ein toller Wert. Also das ist meiner Meinung nach jeden Euro wert, den man einwirft.
Es ist sicher so, dass ein Offroad-Rahmen eher weich ist. Der bewegt sich nur im Gelände oder großteils im Gelände. Und da ist es einfach wichtig, dass ich einen Flex habe, dass ich mit dem ganzen Fahrwerk, mit dem Rahmen mitgehen kann und bei Sprüngen, bei Bodenwellen, bei allen Einflüssen, die auf das Rad und auf das Motorrad dann kommen, dass das abgefedert wird und der Rahmen einfach verträgt. Wenn ich mit dem Motorrad mal stürze, kommt es natürlich sehr darauf an, wie stürze ich. Fahre ich gegen einen Baum, stürze ich nur mal hin und schlittere auf der Straße weg. Bevor der Rahmen wirklich großen Schaden nimmt, sind meist andere Bauteile, die da in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Räder, der Motorschutz, das ist ein Bauteil, den wechsle ich aus und passt vielleicht wieder. Wenn ich halt wirklich einen größeren Sturz habe, wo ich vermute, der Rahmen passt nicht mehr, dann gehört das auf jeden Fall vermessen, angeschaut, auch auf eventuell Risse kontrolliert, aber das muss dann wirklich seriös in einer Fachwerkstätte geschehen und also kann man nicht einfach selbst beurteilen, okay, der hat nichts und geht wieder. Das funktioniert nicht. Ja, ich muss sagen, mir gefällt so ein schöner Alu-Brückenrahmen schon am besten, muss ich sagen. Also es hat für mich einfach irgendwie was Filigranes, dieses schöne Material. Meistens ist es dann poliert oder gebürstet, das sieht für mich einfach schön aus. Ein Gitterrohrrahmen ist natürlich auch was Schönes, weil man da auch viel von den Innereien sieht, teilweise auch mehr von den Innereien sieht. Aber so Rahmen an sich, muss ich sagen, so ein schöner Alu-Brückenrahmen, das ist schon echt sexy. Na, da finde ich ganz klar, muss ich ehrlich sagen, wir sind ja de facto in der Motorhall drinnen gerade. Die KTM-Gitterrahmen, vor allem wenn es dann schön lackiert sind, in Orange oder bei anderen Marken Rot oder Blau, das hat einfach was Pures, was Reines, so ein Gitterrahmen. Klar, Aluminiumrahmen sind zwar auch sehr fein, auch was Gewicht angeht, aber so die Optik und die Formen von einem Gitterrahmen, das ist ganz emotional für mich. Am meisten gefällt mir, und ich glaube, dass ich damit sehr vielen konform gehe, der Gitterrohrrahmen. Das ist einfach ein Traum, wenn so ein teils filigraner, aber heutzutage doch auch bei manchen Röhrln ein bisschen fetterer Gitterrohrrahmen. Das ist großartig, gefällt mir sehr gut. Was ist die schönste Rahmenfarbe? Natürlich, die KTM-Fahrer sagen natürlich orange, gibt aber möglicherweise auch KTM-Fahrer, die sagen schwarz oder weiß wird besser passen. Fahrer von anderen Marken haben wahrscheinlich eine andere Meinung, aber alleine das Thema Rahmenfarbe, da kann man schon viel machen beim Thema Motorraddesign. Das hat mir heute auch gefallen hier in der Motorhall. Nicht nur, wie das funktioniert, was es technisch mit sich bringt, dieses eigentlich profan aussehende Thema, sondern auch, wie viel Einfluss das aufs Design hat, wenn da nur die Rahmenfarbe anders ist. Das hat mir da heute wieder gefallen. Und auf alle Fälle würde es mir gefallen, wenn es uns eine Wertschätzung gibt, einen Daumen rauf für die umfangreiche Videoproduktion, die größte, die wir bisher gemacht haben. Und auf alle Fälle auch einen Daumen rauf für unsere fleißige Videocrew, aber auch für euch da eine Wertschätzung. Wir haben unten drunter eine fette ganze Serie für euch. In der Videobeschreibung den Link zu insgesamt 24 Folgen Motorradtechnik im Detail unten drunter draufklicken und dann habt ihr für euch eine durchaus abendfüllende Programmvielfalt.